So, hier, der Kameramann ist bereit. Therapeutin auch. Therapeutin auch. Therapeutin auch. Ich würde gern, während wir hier sprechen, aufmalen, was ich fühle. Gibt es einen Stift? Wir sind im Atelier, natürlich gibt es hier einen Stift. Ja, ganz kurz gucken, was unser Atelier hier bietet für die Künstler. Ein Anspitzer für Pinsel. Also ein Plastikpinsel. Hier ist ein Kugelschreiber. Da werde ich jetzt mal aus dem Vollen schöpfen und mich kreativ komplett ausleben. Das ist ein Q&A mit euren Fragen und ich werde hier stellvertretend für die ganze Crew antworten. Und das wird ehrlich sein, Brian. Ja, du hast die Fragen ja vorher nicht gelesen. Oh fuck, mein Kunstwerk ist im Arsch. Ich finde, das gehört dazu. Da könntest du mit der Sonne starten. Ja. Du hast jetzt Fragen von Instagram und überall her und Facebook und so und ich beantworte die jetzt. Okay. Ich hoffe, da ist irgendwas Spannendes dabei und nicht nur, wie es meinen Hühnern geht. Ja, da war natürlich viel bei, wie es deinen Hühnern geht und wie groß du bist und ob du 1,90. Franzi mal heiraten möchtest. Und, was ist denn mit eurem Fernsehstudio? Das kommt jetzt. Wir bauen das Studio jetzt aus. Wir wollen halt irgendwann eine Kliemannsland Live-Sendung produzieren. Aber ihr könnt halt eben auch was produzieren, wenn ihr Bock habt. Die Regie steht, wir haben gestrichen. Wir bauen als nächstes gibt es noch ein Projekt, da bauen wir eine Hohlkehle und ein Greenscreen. Das wird ein neues Kliemannsland-Projekt und dann sind wir eigentlich fertig. Also dieses Jahr wird's fertig. Wir können ja mal was einblenden, wie das jetzt aktuell aussieht. Okay. Was muss man machen, um auf euren Veranstaltungen einen Stand zu haben? Sich anmelden. Es gibt immer vorher so Bewerbungsphasen, wo man sich anmelden Die kann. Bewerbungsphase sollte man am besten auch abwarten, weil viele schreiben halt zwischendurch schon. Hallo, ich habe etwas. Ich habe Waffeln. Ich habe gute Waffeln. habe noch noch- sind sie heiß, beeilt euch mit der Antwort. Nee, natürlich, könnt ihr machen. Gibt's ja immer begrenzte Plätze bei solchen Sachen. Jetzt auch für den Weihnachtsmarkt. Geht bald wieder los, weil einfach die Kliemannsland-Seite oder die Social-Media-Kanäle im Auge, da posten wir das immer. Und dann geht's irgendwann los und dann gibt's immer ein Zeitfenster von einem Monat oder 2 oder so. Da kann man sich bewerben. FSJ, Praktikum, Schulpraktikum. Was ist möglich? Alles ist theoretisch, warte mal, stimmt das? Nee, FSJ ist nicht möglich. Schulpraktikum auch nicht. Auch nicht. Achso, nichts möglich. Nee, das Problem ist, also es gibt immer, man braucht immer eine Zeit, um hier reinzufinden und das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist das Gleiche, was ich den Leuten im Büro immer erzähle. Der Job ist nicht mal eben so. Man muss hier ziemlich viel, also nicht unbedingt für Wissen, aber doch schon für Wissen. Vom Hund, Alter, gute Nacht, ey. Viel Wissen über Hunde. Super, jetzt kriege ich E-Mails, ich habe einen Hund oder was? Genau, ich bin Labrador-Fan, man kann nicht bei euch anfangen. Ich bin ein Labrador. Es ist so, man kommt hier nicht mal eben so rein. Und so ein Schulpraktikum geht meistens so 3 Wochen. Das ist immer viel zu kurz. Die Leute machen hier ein halbes Jahr oder so Praktikum. Und meistens mit irgendwie Grunderfahrung aus dem Studium heraus. Und das geht natürlich immer. Also wenn ihr sowas habt, dann hier, da schwenkt man nach da, Praktikum. Also wir machen sowas, das gibt's hier, ist total erwünscht und voll geil und auch notwendig. Die Sendung wäre ohne das gar nicht möglich. Die Leute, die hier Praktikum machen, ermöglichen sehr viel erst überhaupt so. Also eigentlich Studierende im Medienbereich und so ist natürlich am geilsten. Genau, dass man ein bisschen schon was weiß. Und dann am besten jemand, der uns auch noch was beibringen kann. Wieso sind so selten Frauen vor der Kamera? Brian, gute Frage. Danke, Fynn. Naja, es sind halt nicht immer viele vor der Kamera, aber kommt doch einfach vorbei. Wir freuen uns auf euch. Also alle machen immer Unterschiede zwischen Geschlechtern, ne? Aber ich sehe da halt keinen. Also optisch natürlich, aber weißt du, was ich meine? Also ich habe kein Gefühl dafür, ob man wenig Frauen, wenig arme, reiche, dicke, dünne, schwarze, weiße oder so hier dabei hat, sondern es ist halt so, hier sind irgendwelche Leute. Und dann finde ich es immer krass, da Quoten rauszurechnen, wenn ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Das ist ein Pot Menschen. Hier kommen Menschen vorbei. Was sind die Gedanken für den Saal? Naja, wir haben da Geheimkonzerte drin gehabt. Da sind immer noch Hochzeiten, da sind hier immer noch Hasenärzte aus dem Dorf und so, aber wenn da jemand rein will, kann man da was machen halt. Ich meine, wenn ihr gute Ideen habt, meldet euch einfach, dann kann man mal gucken, was man da drin veranstalten kann. Das ist jetzt schon gut ausgebucht, da sind immer mal Leute drin, ne? Also es ist einfach nur so, dass wir aus dem Team jetzt hier nicht irgendwie jedes Wochenende eine Party stemmen können, aus eigener Kraft, mit allem drumherum, weil da gehört ja viel dazu. Und wenn wir aufrufen, dann ist immer so, dann sind auch die Straßen gesperrt und so. Das heißt, man muss sich immer gut überlegen, wann man die Tore aufmacht. Besteht das Team auch privat? Eine Freundschaft? Eine Freundschaft. Ja, ich würde sagen schon, dass das alles auch privat besteht. Ja, natürlich, hier wohnen ja auch alle zusammen. Und Genau, wenn Feierabend ist, dann macht man sich zusammen was zu essen. Oder wenn irgendjemand zum Beispiel Zora feiert jetzt Einweihung, dann ist auch das ganze Team da und alle. Nein, das ist schon so, guck mal, letzte Woche wollte ich da zum Late-Night-Shopping, schreibe ich dir, bam, haben wir 2 Autos voll und 20 Leute fahren zusammen einkaufen so. Silvester haben wir zusammen gefeiert, genau, in Dänemark. Auf euch, Leute. Ich habe keinen Kaffee mehr, Prost.
Wo siehst du das Kliemannsland in 2 Jahren? Also ich war teilweise in 10 Jahren, aber das fand ich ein bisschen hochgegriffen. Ja, 2 Jahre ist ein bisschen lass mal in überschaubar. 2 Monaten gucken, dann liegt hoffentlich Schnee und wir können Snowboard fahren. Soweit denke ich. So, nächste Frage. Schnabutrümmerter war super. Was ist denn, wenn das alles zu viel wird, zu groß wird? Na, das wird nicht zu viel, es kann nicht zu viel werden. Also ist jetzt ja auch so, es gibt dann irgendwann einen Aufnahmestopp auf dem Hof. Wobei wir jetzt halt überlegen, noch eine Fläche dazu zu nehmen, da hinten, wo wir dieses Survival-Training gemacht haben und so. Dann haben wir nicht irgendwie eine Bratwurstbude, sondern dann 4 und so, weil es das alles ein bisschen schneller geht, dass die Leute nicht mehr so lange warten müssen, alle reinkommen. Es soll kein Festival werden, sondern eigentlich ist es ein kleiner, süßer Weihnachtsmarkt oder Trödelmarkt oder so. Das soll auch so bleiben. Der Weihnachtsmarkt ist jetzt Samstag, Sonntag, das heißt, wir spreaden das jetzt über 2 Tage, dann kommt nicht alles geballt an einem. Letztlich ist für euch die einzige Auswirkung, das, was nicht passieren soll, ist, dass man sich hier irgendwie, dass es ein bisschen stressig wird. Ey, wird man alles sehen, bis jetzt sind wir ganz gut damit gefahren, dass wir uns wenig Gedanken über das Zeug gemacht haben, sodass man bei der Geschichte einfach das macht und auf sich zukommen lässt und dann guckt man, wie es wird. Und bis jetzt war immer alles geil. Restaurant. Restaurant. Also wir haben uns tatsächlich gedacht, um das jetzt mal ganz offen und ehrlich zu sagen, dass wir hier in Rüspel keine Laufkundschaft haben und dass es dann mit einem Restaurant relativ schwierig sein könnte. Ja, wie viel Zeit steckt ihr in das Kliemannsland? Das ist halt schon ein Vollzeitjob von sehr vielen Menschen. Und von allen anderen hier ist das auch Lebensinhalt, ne? Also es ist so, das geht morgens los nach dem Aufstehen und hört auf, wenn du ins Bett gehst. Und wir sind jetzt ein 10-köpfiges Team oder so, vielleicht irgendwie so umdrehen, ne? Genau, und für diese 10 Menschen, die dann dabei sind, ist das nicht nur, es ist schon ein großer Teil des Lebens, würde ich mal behaupten. Also auf jeden Fall ein Vollzeitjob und man macht sich da deutlich mehr Gedanken drüber, als wenn du morgens in die Produktion gehst und abends dann da hinten abschließt und nach Hause fährst und Feierabend hast. Sondern hier ist es so, dann sitzt du ja trotzdem hier, das war das vorhin mit der Freundschaft oder so, sitzt du hier, machst ein Feuer und überlegst, ey, die Ecke müssen wir echt mal aufräumen. So. Oder da muss das passieren, da hinten brauchen wir Wasser und so Scheiße. Ja, ich kenne einen, ich rufe mal eben einen an. So. Und so läuft das den ganzen Tag hier. Das ist schon ein intensives Projekt. Weil was immer voll viel über E-Mail kommt und über den Bürgerservice, so könnt ihr zu meinem Geburtstag kommen und so ein Kram. Das müssen wir auch irgendwie auch mal klären, dass wir das nicht können. Hey, wieso nicht? Fahr hin. Ich habe keine Lust nach Kiel auf den Geburtstag zu fahren. Die holen dich vielleicht ab, wenn du nett fragst. Echt jetzt? Echt? Du weißt, was ich meine. Ja, ist ja lieb, aber ich hab das noch nicht verstanden. Also ich habe bei manchen Sachen ist das ja so eine Art Distanzlosigkeit, die ja auch gewollt ist von uns. Also ich will das ja nicht, dass es eine Distanz gibt zwischen mir als jemand, der irgendwie im Internet auch Videos veröffentlicht und irgendeinem anderen Menschen, der das vielleicht nicht tut. Da soll es halt keine Distanz geben, insofern, als dass man irgendwie anders oder besser oder was auch immer ist. So, ne? Auf der anderen Seite gibt es die ganz normale menschliche Distanzlosigkeit, die viele Menschen haben. So. Das ist lieb gemeint, aber ich würde niemals auch nur irgendwen anders, den ich nicht kennen würde, das kennt man von früher noch, da findest du irgendwen cool, auch aus der Schule. Und hättest den Geld auf deine Geburtstagsparty, aber ich würde den niemals einladen. Weil ich denke so, ey, was soll der denn denken, Alter? Warum sollte der denn kommen? Ich habe das auch immer so, wenn ich irgendwie jemand sagte, komm mal mit auf den Geburtstag, dachte ich mir so, den kenne ich doch gar nicht und so, da kann ich nicht hingehen. Genau. Ja, weil man selbst auch das Gefühl hat, so, was soll ich da? Ja, genau, das habe ich dann auch bei anderen Leuten so, das ist einfach nicht... Ich feiere nicht mehr zu den Geburtstagen von meinen Kumpels, weil ich keine Zeit habe. Ja, das ist meine Ausrede, aber das muss man ja immer so sehen, das ist halt auch eine Zeitfrage. Gibt es dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt und wann? Ja. Schön, dass ihr fragt. Es gibt dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt. Wie jedes Jahr. Immer eine Woche vor Weihnachten, immer. Es gibt auch immer einen Weihnachtsmarkt. Für immer. Der Wuwitzer Klieler ist ein Gesetzesdatum, der schönste Weihnachtsmarkt für immer. Schnallt euch an, das wird unglaublich die nächsten 20 Jahre. Wie habt ihr euch alle kennengelernt? Also das Team, das sind ja eigentlich alle die hierher kamen, waren mal Helfer, ne? Du nicht. Wie bist denn du hierher gekommen? Ich habe eine Bewerbung geschrieben und dann war ich hier. Okay, Bewerbung geschrieben. Aber Helen, warst du auch Helfer hier? Nee. Aussteller, Tatsache. Ach Im ja. ersten Wuwitzer. Stimmt. Richtig. Ja. Und du, weil du hast hier geholfen, ne? Ja, ich habe eine Scheune abgerissen. Oh, jetzt geht's los. So hat's angefangen. Und Brian war sofort hier, es gibt das Klima, alles klar, ich zieh aus und zieh da rein. Bist du Sailor Moon? Ja. Ja? Kennst du mich nicht aus dem Fernsehen? Ich bin Sailor Moon. Ja, ich habe ja nicht am Anfang gleich hier gewohnt. Aber du warst schon sehr schnell da. Ich bin ja im Wohnmobil früher gekommen. Ja. Aber das war schon so, da war eigentlich sonst niemand da. Nee, war schon einer der ersten. Ich glaube, Jana war da. Nana war da. Ja, Nana hat meine E-Mail beantwortet und dann war ich eigentlich so fast der
Erste mit. Ja, so hat es angefangen. Keine Ahnung, kommt immer über das Projekt. Das ist eh so, weil ganz viele Leute fragen dann, wie kommt man da rein? Also entweder folgt man mir auf Instagram und ich mache eine Ausschreibung für solche Geschichten. Weil es gab jetzt gerade für die Redaktion und so. Das erfährt man dann über solche Kanäle immer, wenn wir neue Jobs haben. Ansonsten ist es richtig viel aus dem Projekt heraus. Also keiner kannte sich eigentlich vorher, alle haben sich hier kennengelernt und irgendwie hat man dann gemerkt, derjenige ist für das Projekt wichtig. Und der passt da rein und dann ist man hier irgendwie drin, oder nicht? Mal gucken, ob ich euch anstecken kann. Ich bin nämlich krank? Ah nee, Gen will er anstecken. genmanipuliert bin ich. Ja, da, guck. Habt ihr beide mitgegent? Hat geklappt. Hat ihr, geil. Du auch? Oh, richtig schön. Bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gegent habt oder nicht. Weißt du was, ich habe mal gelesen, dass man nur gähnt, wenn man sich gegenseitig sympathisch findet. Findet ihr uns sympathisch? Ja. Also wenn ihr gerade gegähnt habt, dann ladet uns doch mal zu eurem Geburtstag ein. Hast du auch gerade gegähnt? Ja, kann aufhören, Mann! Wir müssen eine Dreh abbrechen. Das ist der ultimative Test, dass wir hier alle Freunde sind. Also so. Man sollte so ein Q&A einfach nicht mehr morgens machen. Wir haben 11 Uhr. Ich habe jetzt auch noch mal eine... Ey, wir müssen uns auch ein bisschen ranhalten. Hi, komme ich damit ins Video? Nein, Was ist eure Lieblingsfarbe? gelb. Hä? Ach so, rosa. Brauchst du einen Juristen? Ja, ohne Scheiß, ganz schön oft, ja. Was ist mit dem Kohlrabi, auf dem wir gepackt haben? Einfach wieder runterfahren, niemandem sagen. Mir finden sich was in die Haare. Tatsächlich tue ich das. Warum den Namen Kliemannsland und falsch geschrieben? Wirklich jetzt? Ja, KLI, Manns. Alter. Welcher ist dein Lieblingshoden? Rechts. Heißen Flipflops für Linksfüßer Flopflips? Nee. Magst du Milch? Ja, Was machen gegen Kacke am Schuh? abwischen. Wann kommt ein neues Video von Fynn Klamann? Ich hoffe, der Typ produziert weiter. Magst du Lasagne? Alter Falter, ey. War das eine Frage, dann Falter. Gefällt es euch überrascht zu Banane? Gelb ist immer gut. Warum macht ihr das? Eigentlich eine gute Frage, ne? Weiß ich auch nicht. Genauso wie kommst du da drauf? Das ist ein innerer Drang. Und hier, Zung P, fand ich auch witzig, er hat sich verschrieben, wieso tust du dir so oft weg? Dann hat er nochmal, wieso tust du dir so oft weg? Hat sich wahrscheinlich richtig geärgert. Zweimal, nein! Schon wieder! Ein drittes Mal tue ich es nicht. Was kann man im Kliemannsland unter 18 Jahren machen? Gar nichts. Tut mir leid, Versicherungsproblemchen. Naja, man kann auf die Veranstaltung kommen. Man kann Ach so. auf die Führung kommen. Ich frage die Frage nochmal. Okay. Liebster Fynn, Ja. was kann man im Kliemannsland unter 18 Jahren alles machen? Jede Menge. Also ihr könnt zum Beispiel zur Veranstaltung kommen oder ihr könnt im Café vorbeischauen und dann einfach hier so eine kleine Führung machen und euch den Hof angucken. Leider könnt ihr bei Projekten nicht mitarbeiten, da wir da Probleme mit unserer Versicherung bekommen. Wieso hat Brian Vanessas Posten übernommen? Na, einfach besser ist. Das haben wir bei Nana damals auch schon gesagt. Dass er besser ist. Nee, dass Vanessa besser als Nana ist. In der Sendung? Ausgestrahlt. Nein. Doch, und dann hast du gelacht. Also vielen, vielen Dank an Nathalie. Aber Vanessa ist besser. Aber jetzt hast du nicht gelacht. Nein, Vanessa hat einen neuen Job. Arbeit hat sich in den letzten 10 bis 20 Jahren massiv geändert. Man macht einen Job nicht mehr 40 Jahre, auch wenn sich die Schlosser und Industriekaufmänner von euch das nicht immer vorstellen können. Aber man hat einen Job manchmal nur ein Jahr, manchmal nur ein halbes Jahr. In der Agenturbranche ist es schon immer ganz normal gewesen, dass man ständig Arbeitgeber gewechselt hat. Hier genau das Gleiche. Das Klimasland ist für manche eine Etappe, für manche ist es die Endstation. Es gibt, für jeden ist es was anderes. Und bei Vanessa, das hat viel Spaß gemacht. Wir hatten eine super geile Zeit. Jetzt hat die einen neuen Job. Es gab in meinem Leben, ne, seitdem ich auch selbstständig bin und so, schon ganz oft Situationen, in denen ich gedacht habe, fuck off, ich schmeiß das alles hin, lass mich irgendwo anstellen und das ist voll geil dann. So, und also selbst bei mir, und ich liebe das, was ich mache, echt über alles, ne, aber das gab es schon oft, dass ich da saß und meinte so, ey, ich melde jetzt hier alles ab, keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, lass mich anstellen und fahr um 4 nach Hause und genieße mein Leben, geh wieder skaten. So. Das gibt's halt. Und dann gibt's halt bei anderen Leuten auch mal, das Klimasland ist Alleinnehmen, wie wir vorhin schon erklärt haben. Kommt und geht, man probiert Jobs aus und probiert andere Jobs aus. Welches Projekt habt ihr bis jetzt am meisten bereut? Ich glaube, das ist noch nicht ausgestrahlt, welches wir am meisten bereut haben. Meinst du den Hau den Lukas? Sag mal! Ich bereue hier irgendwie gar nichts. Ich finde halt auch das Scheitern am Ende von einem Projekt, so ist es ja vielleicht bei dem Hau den Lukas, ist ein Projekt. Es gibt Sachen, die klappen nicht sofort und von daher, das hat das Format sehr schön offen gehalten. Aber was wir machen, sind ja nicht immer die besten Tutorials, sondern einfach nur auch zum Angucken, wie man es nicht machen sollte. Genau. Ey, das denke ich da halt auch, wenn ich 15 Minuten Unterhaltung habe und in den letzten 10 Sekunden klappt das nicht, was ich da gemacht habe. Ne, ey, Was ist mit dem Musikstudio los? guter Punkt, pass auf. Auch für die Zukunft, das ist das, was wir als nächstes planen. Dieser Hof soll sich auch
selbst aus der Community administrieren. Das heißt, wir brauchen für das Studio, Pablo hat das früher hier gemacht, er hängt hier oben immer rum und macht eben diese Live-Sessions, du hast ja auch gefilmt, auch geschnitten und so, mit Falk dann nachher zusammen. Wir brauchen Leute, die Bock auf das Studio haben, die vielleicht Tontechniker sind, die sich darum kümmern möchten. Jetzt ist es einfach so, dass sich niemand so richtig darum kümmern kann, da mit einer Band reinzugehen, denen zu erklären, wie das alles funktioniert und die aufzunehmen oder so. Ja, es ist aber auch so, dass da kann ja nicht jetzt eine Band mit Schlagzeug und Bass und allem. Das geht eh nicht. Das ist ja neben unseren Büroräumen quasi letztendlich, muss man ja sagen. Ja, und auch einfach sehr klein. Und sehr klein. Da kann jemand, der irgendwie Beats produziert mit Kopfhörern und so, der kann sich da besser austoben als... Kann ja auch mal die Monitore benutzen und so, aber dafür ist das da, ne? Da war ja zum Beispiel Nisse war da, ja, Julian Philipp David war da, genau. Nils war da. Aber es kommen ja Leute vorbei und hier passieren ja auch Dinge. Das Ding ist halt nur, das könnte noch viel mehr sein, so. Aber so wie die das gemacht haben, so geht das. Du kannst hierher kommen und Skizzen für deine Platte ausarbeiten, mal rauskommen, mal ein bisschen auf dem Land leben. Ja, die gehen ja spazieren und schnacken und gehen zurück ins Studio, trinken Tee, gehen nochmal spazieren, so ein bisschen. Schreiben Songs und so. Dafür ist es da. Wir brauchen Technical Advisory. Es geht darum, dass, sagen wir mal, ihr studiert das oder so und ihr seid dann 10, so wie das bei der IT auch ist. Fege, Flo, Daniel und so, das ist die Crew, die hat sich zusammengetan, um die IT im Kliemannsland aufzubauen. Das machen die auch nicht Vollzeit, das machen die immer, wenn die Zeit haben. Die haben eine Gruppe, unterhalten sich, wir haben einen Slack-Channel, da gehen alle rein, da planen wir Dinge für den Hof. Genau sowas brauchen wir auch für die Musik. Wenn ihr Leute kennt, die Bock haben, sich in ihrer Freizeit bei sowas zu aktivieren, dann schreibt an musik@kliemannsland.de und dann führen wir euch alle zusammen und kreieren diese Gruppe, damit das endlich wieder auflebt, weil so ist es traurig. Wie ist für euch die Selfie-Situation auf Veranstaltungen? Also das müssen wir auf jeden Fall jetzt anders machen. Für den Weihnachtsmarkt fände ich es geil, wenn wir halt einfach keine Fotos machen. Das fände ich, mir persönlich wäre es am liebsten, weil dann können wir das nämlich alle zusammen ein bisschen geiler genießen. Ich habe das ja schon mal auch bei Insta und so gesagt, mit vielen Leuten drüber gesprochen, Leute, die davon Ahnung haben. Die haben alle auch von ihren Erfahrungen berichtet und ich finde es halt ein bisschen schade, dass bei so einem Weihnachtsmarkt oder überhaupt Veranstaltungen hier, dann ergeben sich so Trauben und dann steckt man da fest. Ich bin dann 5 Stunden, 6, 7, 8 Stunden da und mache einfach nur Bilder und das ist eine Massenabfertigung. Und das finde ich blöd, weil das passt hier überhaupt nicht zum Hof und der Idee. Geil, klar. Der arme Junge. Was ich eigentlich möchte ist, dass wir hier natürlich kann man mal ein Bild machen, wie man sich sieht, das ist mir alles ganz egal, ne? Aber auf dem Weihnachtsmarkt in der Masse zum Beispiel finde ich das doof. Deswegen würde ich das sehr begrüßen, wenn wir einfach sagen, ey, lass mal keine Bilder machen, sondern lass lieber quatschen und eine Wurst zusammen essen und mit dem Glühwein anstoßen und einen schönen Tag haben. Ich hoffe, das klappt. Dann sind wir eigentlich ganz gut durch, ne? Ich habe ja noch eine Frage, die ich auch für wichtig halte. Kann Brian bitte Fynn mal zeigen, wie man richtig schweißt? Sehr gerne, liebe Zuschauer. Du hast keine Ahnung, du weißt ganz genau, dass die guten Nähte von mir kommen. Das stimmt nicht. Doch, können wir mal bitte jetzt an dieser Stelle ganz kurz die letzte Schweißnaht einblenden, die ich beim Hau den Lukas geschweißt habe? Eine von vielen. Kannst du mal bitte ganz kurz hier mal eine Nahaufnahme machen? Das ist wahrscheinlich das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ja, einmal hat's geklappt. Geht nicht, aua. Nee, es hat nicht einmal geklappt. Du kannst es nicht so gut wie ich. Ich kann es, Fynn. Nein, du hast so oft schon so scheiße geschweißt. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Nein. Ich fordere dich hiermit offiziell zu einem Schweißduell heraus. Ja, ey, super. Ich hoffe, es hat sich ein bisschen was für euch geklärt. Aber sowieso immer, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Das hier ist kein abgeschlossener Sektor, genauso wie das Kliemannsland konstruiert ist. Ihr könnt hierher kommen und mit dabei sein und so für Projekte. Da nochmal Verweis an Finder. Ist das auch so, wenn ihr eine Frage habt, stellt die einfach. So. So, das hätten wir. Wer jetzt noch Fragen hat, ist doof. Hier, das habe ich übrigens gemacht. Das ist ein, 50 up horse. das ist ein WLAN-Dinosaurier. WLAN-Saurier. Mehr habe ich nicht geschafft. Das ist eine Lackschuh. Eine Lackschuh. Okay, gehen wir.